Willkommen zurück zu Let's Play Deadly Premonition. Beim letzten Mal sind wir im Hotel gewesen, haben gefrühstückt und sind dann zum Polizeirevier gefahren. Da sind wir jetzt und sehen uns um. Irgendwas fehlt, nämlich ein Schlüssel oder sowas. Und der nette Polizist hat uns gebeten, ihm zu helfen. Rennen tue ich ja. Und jetzt sehen wir uns noch mal um. Es gibt ja so viele Türen. Das ist so Silent Hill Style. Ach, Kisten. Was ist da? Nix. Kurzkopfgleitbeutler. Okay. Leicht zu erraten, wer die benutzt, nicht wahr, Zack? Nee, wir ziehen uns hier nicht um. Und das ist die obligatorische Lagerkiste. Und wir können nichts rausnehmen, weil nichts drin ist. Okay. Ah, diese Soundeffekte! Bam, jetzt bin ich da ein bisschen sehr rausgestürmt. Ich habe so derbe Halsschmerzen, also ich werde heute etwas weniger reden. Ich versuche es wenigstens. Hä? Okay. Agent York, haben Sie den Schlüssel gefunden? You found the key. I hope so. No. This is a sugar glider. Sorry, wrong key. The sugar glider is a small gliding possum. It has shorter hair and a longer, column-like tail. You can really see its muscle definition on this image, can't you? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Zach, can you tell these things apart? Okay. Ja, in den Keller, weil Keller geil sind. Nicht. Warum knarzt denn diese Tür jetzt wie eine Holztür? Diese Person hat sicher nichts mit den Ermittlungen zu tun. You say so. Ein Tisch für den Wächter. Wird der überhaupt benutzt? Es sieht nicht danach aus. Ah nee, schlafen will ich nicht. Hallo. Hoffentlich schnappen wir den Täter bald. Leider ist dann unser Urlaub hier zu Ende. Na, das ist jetzt auch nicht der Ort, wo ich sagen würde, oh yeah. Schlafen? Nein.
Hm. Hallo, benutzt die Tür. Kriech nicht in die Kamera, benutzt die Tür, danke. Ich möchte mir aber trotzdem nochmal den Rest des Flurs angucken. Die kann ich sicher bewegen, das überlasse ich dir. Oh, ein Schießstand. Und noch ein Schlüssel. Nee, wir können hier nicht üben. Aber ich werde mal hier die Kisten. Ach, der kann die nur schieben. Ich dachte, der könnte die vielleicht auch ziehen. Nee, kann er nicht. Dann nicht. Das ist cool, der kann auch durch Türen rennen. Also dann läuft der trotzdem. Weil bei vielen Spielen ist es so, wenn man rennt, dass die Figur dann, wenn sie durch eine Tür geht, innehält. Macht der jetzt nicht. You found the key. That's the right one? Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. Ja, unheimlich. Warum ist das denn jetzt so Pornomusik? The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him, and some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas,
Stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Ich werde mein Bestes geben, dass das nicht passiert. Komm mal her, Bubu. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? Nein! What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Ja, es ist erst 11:15, aber wir müssen uns beeilen. Die schließen nämlich Agent Morgan, in get us there quickly. 10 Drive Stunden within the speed oder limit. so. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what Bubu, are you, Ruhe his mother? jetzt! We just Nee. need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Nein. Oh, kann ich auch Scheibenwischer anmachen? Ja. Okay, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das ging. Das war der Rückwärtsgang. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hiermit gibt man Gas. Da muss man echt ganz vorsichtig sein. Ach, ich wollte schon sagen, was ist da so hell, aber das ist ein Blitz, es gewittert. Boah, hier um die Ecke zu kommen, also das Gaspedal ist einfach überhaupt nicht ausgeglichen. Man kann hier nämlich eigentlich nur rasen oder stehen. Fahre ich hier gerade in die falsche Ecke? Ja, natürlich tue ich das. Ah, blöd. So, ich hoffe, ich fahre jetzt hier gerade hinter mir nichts um. Ich weiß nämlich nicht, falsch, ob man hier irgendwo die Möglichkeit hat, in den Rückspiegel zu gucken. Ich glaube nämlich nicht. Ah, guck, da müssen wir raus. Ah, ich bin ja jetzt durchgefahren, ohne irgendwas zu rammen. Und ja, hier muss man tatsächlich um die Kurven hüpfen, weil sonst ist... Ihr seht, wenn ich das nur kurz antitsche, geht das direkt auf 20
Meilen pro Stunde hoch. So. Kommt da jemand? Nein. Und ich fahre ohne zu blinken über die Kreuzung. Okay, das war jetzt ohne zu gucken über die Kreuzung. Egal. Ist das da hinten eine Kurve? Ja. Ah. Ja. Eine eckige Kurve. Es gibt keinen Sinn, warum man eckige Kurven macht und warum ich jetzt hier so einen Umweg fahre. Und über den Bordstein. Naja. So, mal gucken. Dann fahren wir jetzt hier nach... Oh, ich blinke auch die ganze Zeit. Ich habe vergessen, den Blinker auszumachen. Aber ich weiß, dass das vielen Leuten im Real Life auch passiert. Okay. Auf die richtige Spur. Blinker aus. Warum nur ist in Amerika immer alles so eckig? Und warum sind diese Kurven? Also ich meine, ihr kennt es vielleicht von... Oh, ich habe die Abfahrt verpasst. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely flying all over the country alone? I must say, I've never felt lonely. Irgendwie you married? kommen wir hier nicht Unfortunately, weiter. relationships and I are Ich habe jetzt gerade nur auf die Karte geguckt. I don't get on very well with women. You might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my Hier age. ist You gesperrt. have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, What? right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by... Wo zum Teufel muss ich lang? Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and Ja. nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. So, Emily, tell me, is there really a need for a full-time sheriff in a small town like this? I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, Ja. runaways, stray pets. Ja, ich weiß, wir entfernen uns gerade davon, aber Our job irgendwie... is to guide the people along the correct path, first and foremost. That's what Oh, I ich consider blinke immer my noch. duty as the sheriff of Green Bay. Ja, ist egal. The monarch in all his glory. It makes me glad that I wasn't born here. Did you say something? Wir nähern uns Morgan? dem... Nein, wir sind schon wieder in dieser Ecke. I was just reflecting on Wo muss ich hin? We're in the middle of a homicide investigation. Ich fahre jetzt einfach Keep rückwärts. in mind I'm Kommt better sowieso keiner. Okay, which right now is driving. Wir sind hier schließlich in einem Dorf. Ah ja, Blinker ausmachen. So. Ich glaube, wir müssen hier und dann auf dieses Ding, was sozusagen die Hauptstraße ist. So, dann fahren wir hier links rum. Und ganz knapp am Laternenmast vorbei. Und jetzt können wir hier, glaube ich, so ein bisschen... Da müssen wir darauf achten, dass wir gleich wieder irgendwo links fahren. Aber bis dahin können wir hier einfach mal schön geradeaus fahren. An der Straße bin ich jetzt vorbeigefahren. Dann fahren wir die nächste links. Hä? Ich dachte, hier ist eine... Ach so, die ist weiter hinten, oder? Ja, ich habe die Straße verpasst. Nun ja, diese ganzen Zäune machen mich nervös. So. Ach, hier gibt es auch runde Kurven. Das ist ja schön. Und ich glaube, wir sind auf der richtigen Straße. Das ist gut. Ja.
Ja, ordentlich blinken. Wie sind gerade die Scheibenwischer ausgegangen? Ist da das Krankenhaus? Ja, da ist das Krankenhaus. Hier ist nämlich Dead End. Und hier werde ich jetzt nicht blinken. Weil wo sollen wir sonst hinfahren, wenn nicht hier? So, vorsichtig, nicht so schnell. Man weiß ja nicht, weil das hier einspurig ist, ob da von oben jemand kommt. Und jawohl, der Zielring! Ah. Krankenhaus von Greenvale. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Ja, lass uns im Regen stehen und weiterreden. Warum sollten wir reingehen? But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Hello, Sheriff. Sommersprossige Fiona, Rezeptionistin des Krankenhauses. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was Von New FBI? York. Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Okay, ich würde sagen, ihr Lieben, wir speichern hier mal eben. Ja, in letzter Zeit seht ihr mich in diesem Spiel. Was heißt in letzter Zeit? Das ist ja jetzt gerade mal Part 4 oder so. Seht ihr mich nur Auto fahren? Boah, würdest du bitte einfach das Telefon benutzen? Just do it! Danke. Ist auch geil. Ich meine, was ruft der denn da immer an auf der Arbeit? Und sagt, hallo, ich bin gerade zum Krankenhaus gefahren. Ja, okay, was gibt's Neues? Ja, nichts, aber ich wollte euch das einfach mal sagen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die lachen auf der Arbeit alle über den. Aber muss auch mal sein. So, also, wir machen hier einen Schnitt und beim nächsten Mal sehen wir uns hier im Krankenhaus um. Bis dahin.